Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial-Reihe. Heute geht es um die Evaluation von unserem Trainingsprozess. Wir haben hier gesehen letztes Mal, dass wir hier schon echt gute Loss-Ergebnisse hatten, aber das war wie gesagt auf unseren Trainingsdaten. Das bedeutet, ja, wir wissen nicht, wie ist unser Netz eigentlich in der realen Welt. Das heißt, wie ist das Netz auf Daten, die es noch niemals gesehen hat, auf Bildern der Handschrifterkennung von MNIST, die es noch niemals gesehen hat. Und das ist gar nicht mal so einfach, sowas zu evaluieren, denn dazu braucht ihr Evaluationsdaten. Und Evaluationsdaten sind meistens genauso schwer zu bekommen wie richtige Trainingsdaten, denn die müssen genau gleich sein. Also im Endeffekt, Evaluationsdaten und Trainingsdaten sind exakt dasselbe, nur dass ihr die einen eben ins Netz zum Lernen reinstopft und die anderen einfach zum Überprüfen, wie gut es gelernt hat. So, ja. Was wir jetzt hier machen werden, ist, wir brauchen eine neue Funktion, und zwar eine Testfunktion. Die nennen wir einfach mal devTest. Und ja, was macht diese Funktion jetzt? Wir müssen erstmal unser Modell umschreiben, damit es nicht mehr trainiert werden kann. Das heißt, es lernt nicht mehr, sondern es ist halt einfach, die Gewichte sind jetzt eingefroren. Okay, und dann müssen wir sagen, wie groß unser Loss ist. Klar, müssen wir immer sozusagen evaluieren, wie hoch ist das Ding. Am Anfang ist es erstmal 0. Wie viel ist korrekt? Naja, am Anfang auch gar nichts. Und dann haben wir ja schon unseren Testdatensatz. Das heißt hier Testdata, den haben wir schon im ersten Tutorial hierzu durch unseren Data Loader bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, okay, wir wollen austesten, wie gut ist unser Test sozusagen. Hier gibt es jetzt keine Batch Size mehr, hier gibt es nur noch Data und Target, deswegen können wir es direkt so angeben in Testdata. So, gut, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier haben. Wir müssen es auch nicht mehr enumeraten, das funktioniert diesmal ohne. Und jetzt wollen wir das Ganze trotzdem natürlich auf der Grafikkarte haben. Das heißt, Data ist gleich Variable. Ich mache jetzt hier ein bisschen Kurzschreibweise, weil wir es jetzt schon relativ gut gemacht haben. Das heißt, wir können jetzt hier sagen data.CUDA. Und was wir hier hinten dran noch schreiben müssen, ist veränderlich, also volatile ist gleich true. So, jetzt wird es mir angezeigt. Warum auch immer erst jetzt? Na gut, das bedeutet auf der Grafikkarte einfach, dass es sich verändern kann, soweit ich weiß. Okay, dann haben wir hier natürlich dasselbe noch für unsere Targets. Das ist in etwa genau das gleiche. Variable, nicht Data, Target.CUDA. Und da brauchen wir das Volatile nicht, das verändert sich nicht. So, okay, was wollen wir machen? Wir müssen jetzt natürlich erstmal unsere Daten wieder mal durch unser Netz durchjagen. Klar, Model von Data. So, und jetzt, was wollen wir machen? Wir müssen jetzt unser Loss berechnen, und das Loss haben wir doch eigentlich hier oben schon genau so berechnet. Das heißt, wir definieren uns hier unser Criterion, nachdem wir das Loss eben berechnen wollen, und dann können wir das Loss doch einfach so berechnen. Wunderbar, so funktioniert das auch tatsächlich, also ist tatsächlich genau so möglich. Wir machen jetzt hier auch eine Kurzschreibweise, damit ihr an die auch ein bisschen gewöhnt werdet. Und das heißt erstmal, Loss ist gleich f.nll Loss. So, über was wollen wir das Loss jetzt berechnen? Naja, Out-Daten logischerweise im Vergleich zu den Target-Daten. So, jetzt gibt es hier noch einen Parameter Size Average. Die ist standardmäßig auf True gesetzt. Das heißt, das durchschnittliche Loss wird hier zurückgegeben. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen ja hier unser Loss selber ausrechnen sozusagen. Das heißt, wir müssen das hier auf False setzen. Und dann müssen wir natürlich hier nicht das Loss gleichsetzen, sondern wir müssen es aufsummieren. Und wir müssen auch hier die Data von 0 holen. Das heißt, wir wollen natürlich das Loss jeweils, also das Batch-Loss aufsummieren. So. Okay. Ja, jetzt können wir hier sagen, okay, ja, und das lassen wir erstmal hier raus. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Nicht dringend zumindest. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt machen wir das natürlich für alle Daten in unseren Testdaten. Das heißt, das muss erstmal durchlaufen, und dann können wir unser Loss mitteln. Das heißt, dann können wir selber unseren Average oder unseren Durchschnitt berechnen. Das heißt, Loss ist gleich Loss geteilt durch, naja, durch was? Durch die Länge von allen Daten in unserem Test-Data-Set. Klar. Punkt Data-Set. Okay. So, und jetzt haben wir eigentlich unseren Durchschnitt. Das heißt, wir können einfach unseren Durchschnitt ausgeben. Print Durchschnitt
Durchschnittsloss. Okay, das war jetzt schlecht gedenglischt, das sollte ich vielleicht nochmal überschreiben. Und dann wollen wir das Loss ausgeben. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, ich reduziere das Ganze hier mal auf vielleicht 5 Trainingsepochen. Ihr könnt das Ganze mal auf 10 Trainingsepochen hochstellen, dann ist es wahrscheinlich deutlich besser. Aber wir machen das jetzt hier mal auf 5 runter, damit ich nicht ewig warten muss, beziehungsweise ihr nicht ewig warten müsst. Und dann sind wir auch tatsächlich schon so weit, dass wir unsere eigenen Daten klassifizieren können. So, jetzt läuft erstmal der Trainingsprozess hier, klar. Und ja, wir schauen uns jetzt erstmal kurz hier dieses Training an. Das war sozusagen die Funktion, mit der unser neuronales Netz trainiert wurde. Hier könnt ihr tatsächlich jetzt noch einbauen, dass euer Netz gespeichert wird oder auch nicht, wie ihr lustig seid. Dann hiermit wird unser Loss jetzt berechnet, also wie gut ist es auf echten Trainingsdaten, und hiermit ja, haben wir sozusagen unser ganzes Netz definiert, und hier oben, das ist unsere Daten, das heißt, hiermit haben wir unsere Daten geladen. Das ist so das, was ihr in jedem Fall eigentlich immer machen müsst. Das heißt, hier erstmal Daten laden, Netz schreiben, Trainingsprozess schreiben und dann Evaluation schreiben. Und ja, achso, ich habe was vergessen. Haha. Und jetzt muss ich das Ganze nochmal laufen lassen. Wunderbar. Naja, gut. Ich hätte es doch speichern sollen. Also ihr seht, wenn man solche kleinen Fehler drin hat, ist es sinnvoll, wenn man sein Netz gespeichert hat. Aber gut, ich kann euch ja pausieren, das macht ja nichts. Okay, und ich hoffe, ihr versteht jetzt die 4 Komponenten, aus denen eigentlich so ziemlich jedes neuronale Netz besteht, und habt auch so einen kleineren Einblick gekriegt. Was mir aufgefallen ist, im letzten Video habe ich vergessen zu sagen, dass NLL-Loss das Negative Log Likelihood Loss ist. Das ist einfach ziemlich, ja, gut für sowas. So, und da sind wir wieder. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Durchschnittsloss von 0,07. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Allerdings gefällt mir die Schreibweise noch nicht. Das ist jetzt hier das Loss. Damit kann man recht wenig anfangen, weil wir ja auch sehen können, dass es nicht irgendwie auf 100 oder sowas gecapped ist. Also wir können auf 1 gecapped ist. Wir können ja hier auch ein Loss von 2,3 irgendwas haben. Das heißt, ja, es ist nicht wirklich so aussagekräftig. Deswegen sollten wir hier vielleicht doch noch diese Variante, die ich hier vorhin angedeutet habe, mit correct machen. Das heißt, wir rechnen aus, wie viele Dinge auch wirklich korrekt vorausgesagt wurden, sozusagen. Und ja, das können wir hier eigentlich recht einfach noch einfügen, einfach hier unten drunter. Wir holen uns jetzt nämlich hier einfach, also unsere Ausgabedaten sind ja einfach eine Zahl mit 1 und die restlichen Zahlen sind eigentlich 0. Das heißt, was wir hier jetzt als erstes brauchen, ist unsere Prediction ist gleich, oder das, was halt das Netz vorausgesagt hat, unsere Out-Daten, Punkt, die Daten, die wirklich drinstehen. Und jetzt wollen wir darauf einfach das Maximum ausführen, und zwar, ja, das maximale Datum, und davon wollen wir eben, wobei mir fällt gerade auf, vielleicht wäre es sinnvoll, das auch noch kurz auszugeben. Ich mache das mal kurz, dass man hier tatsächlich auch die Prediction sehen kann, das heißt Out.Data, das schauen wir uns jetzt einfach tatsächlich mal von Hand an, damit wir auch sehen, wie diese Output-Daten tatsächlich aufgebaut sind, damit ihr nicht alles selber ausprobieren müsst. Es ist immer noch viel zum selber ausprobieren, aber trotzdem. Und ich werde jetzt hier einfach mal tatsächlich hier dieses Training komplett ausklammern, damit wir hier möglichst schnell zu Antworten kommen, sage ich jetzt mal. Und wir sehen, dass wir nichts sehen, es dauert. So, wundervoll. Wir sehen, dass wir hier einen Float-Tensor jedes Mal rausbekommen in der Form 64 Kreuz 10. Was genau bedeutet das? Naja, 64, das ist unsere Batch-Size, das heißt, das können wir wieder ignorieren. Und die 10 hinten dran, die geben uns wirklich jetzt an, was genau jetzt da drin stehen soll. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen hier drin stehen, hey, ja, zum Beispiel jetzt hier das 64. Element hat gut nirgendwo wirklich eine Wahrscheinlichkeit, was es sein könnte. Aber ja, wir haben ja auch unser Netz nicht wirklich trainiert. Also hier würde theoretisch jetzt am Ende eine Zahl größer sein als alle anderen. Und die größte Zahl davon ist natürlich die Zahl, die am wahrscheinlichsten unser Netz sein sollte oder unsere Zahl sein sollte. Also wenn jetzt hier diese Zahl am größten wäre, dann würde man sagen, okay, wahrscheinlich ist unsere Zahl eine 0, die da gezeichnet wurde. Aktuell sieht man natürlich, dass unser Netz nicht wirklich eine Ahnung hat, was da rausgekommen ist. So, jetzt, wie kriege ich das Ding hier raus oder diese Information hier raus? Und dazu gibt es wirklich eine coole Kurzschreibweise. Ich mache das mal gerade rückgängig, weil wir schon relativ viel hatten. Und zwar, wir wollen nämlich unser Maximum ziehen, unser Maximum ziehen. Und zwar brauchen wir hier allerdings noch den Parameter KeepDimension, damit sich daran nichts verändert, also damit sich an unseren Output-Daten nichts verändert. Und das setzen wir jetzt einfach mal auf True.
Und dann wollen wir natürlich hier unsere Batch Size, also die Batch Dimension wollen wir ignorieren, deswegen machen wir hier jetzt eine 1 rein und keine 0. So, und ja, jetzt können wir ausrechnen, ist unser, beziehungsweise wir wollen eigentlich nicht nur die, nicht nur das Ziel haben, sondern wir wollen einfach alle vergleichen. Und deswegen sagen wir hier jetzt, okay, wir wollen aufsummieren, wie richtig unsere Daten waren. Und das machen wir mit der Prediction.eq ist tatsächlich die Funktion, die euch zur Verfügung gestellt wird, wenn ihr überprüfen wollt, ob was gleich ist. Das geht tatsächlich so. Und das machen wir jetzt mit dem Target. Also Target enthält ja sozusagen das, was es sein soll. .data. Und dann gibt es noch eine coole Funktion, die ich euch noch nicht genau vorgestellt habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich nur grob das erklärt, was man hier macht. Das ist meistens ähnlich und ich will auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Allerdings jetzt nicht mehr in diesem Video. Ich will euch nur noch kurz zeigen, wie man die Prozente auch noch ausrechnen kann. Deswegen jetzt hier so schwammig erklärt, sage ich jetzt mal. Okay, wir haben hier das Ganze. Jetzt müssen wir alles noch auf die CPU übertragen, sonst ist die Target hier auf unserer GPU und die Prediction ist auf unserer CPU. Klar ist ja auf unserer CPU, weil wir jetzt hier das so gemacht haben und nirgendwo gesagt haben, dass Prediction auf der GPU liegen soll. Das heißt, eins von beiden muss auf die CPU getragen werden und dann .sum, weil wir es aufsummieren wollen, logischerweise. So, das heißt, wir wollen jetzt hier rausfinden, wie korrekt waren unsere Ergebnisse und am Ende müssen wir natürlich ausgeben, wie viele wir hatten. Das heißt für uns, wir geben jetzt hier im Print das aus, Print Genauigkeit oder normalerweise redet man von Accuracy und die wollen wir angeben als was wollen wir hier angeben? In Prozenten, deswegen hier 100 mal die korrekten geteilt durch logischerweise wieder mal alle Trainingsdaten, alle Testdaten, sorry, nicht Trainingsdaten. So, einfach alles hier rüber kopieren. Und ja, jetzt können wir das Ganze nochmal laufen lassen. Das heißt, wir können am Ende auch ausrechnen, wie viel Prozent sind sozusagen richtig. Und da pausiere ich euch einfach nochmal kurz dafür. So, und wir sehen übrigens auch hier, wir haben einen Durchschnittsloss von jetzt 0,1022. Vorhin war es sogar ein anderer Wert. Das ist ziemlich witzig eigentlich immer. Aber wir haben eine Genauigkeit von 97,08%. Also ich habe jetzt hier das Prozentzeichen nicht reingeschrieben. Aber das ist schon echt ordentlich. Das heißt, wir haben 97% der Bilder richtig erkannt. Und das ist schon ziemlich gut für 5 Trainingsepochen. Das heißt, ihr könnt hier gerne nochmal ein bisschen was an den Daten rumspielen, ein bisschen, keine Ahnung, zum Beispiel hier mehr Neuronen einsetzen, vielleicht für die Hidden Neuronen hier statt 60 geht ihr auf 100 hoch oder statt dem Convolution Layer hier 10 geht ihr auf, keine Ahnung, oder hier die Kernel Size kleiner stellen oder steckt einfach noch eine Convolution Schicht mehr rein oder sowas. Spielt einfach ein bisschen dran rum. Ihr seht, das ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Loss oder ziemlich gute Genauigkeit hier, muss man sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Mal gucken, vielleicht machen wir dann sogar noch ein cooles Projekt. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.